Liebe Fahrradfans, ja, heute gibt es für euch eine Fahrradtour durchs englische Bath. Und zwar Filmlocations, und zwar von Bridgerton. Bath ist aber auch Jane Austen Stadt. Ja, und wem Jane Austen und Bridgerton nicht zusagen, ja, ich wage mich heute nämlich mal in den Linksverkehr hier mit diesem Leihrad. Also seid dabei, seid gespannt. Viel Spaß. So Leute, los geht's, und damit ihr einen Überblick bekommt, wo ich die Landschaft mit dem Fahrrad für euch durchkämme, da im Südwesten Englands befinde ich mich in Bath, nicht weit von Bristol entfernt. Bath ist eine Stadt mit beeindruckender Architektur, sehr lebendig, sehr modern. Und Bath ist UNESCO-Welterbe und für mich echt eine Entdeckung. Meine Radtour beginnt hier am Royal Crescent. In der Mitte dieses Bogens ist sogar ein Hotel. Und für Bridgerton wurde dieses Gebäude hauptsächlich als Hintergrund für Spaziergänge, Kutschenfahrten benutzt. Und hier dieses Eckhaus, Number 1 Royal Crescent, ist in der Serie das Haus der Featheringtons. In der Serie gibt es auch ein Haus gegenüber, aber das steht tatsächlich in London im Stadtteil Greenwich, und beide Orte wurden dann später digital zusammengefügt als Filmtrick. Natürlich spielt alles in London und von Bath ist hier überhaupt nicht die Rede in dieser Serie. So, ihr seht hier jede Menge Bridgerton-Fans, naja, vielleicht auch einfach nur Touristen, die in Museen wollen. Und ich fahre jetzt mal hier weiter. Ihr seht ja hier überall so gelber Sandstein. Ja, also architektonisch ist das wirklich großartig, dieser Ort. Und jetzt stellen sich einige von euch vielleicht die Frage, ja, ist der Martin jetzt hier wegen Bridgerton? Und ich kann euch sagen, also ich will jetzt nicht Bridgerton-Fans nicht verprellen. Meine Frau ist Bridgerton-Fan, ja. Und deswegen sind wir hier. Wir gucken uns tatsächlich hier die Drehorte an. Und jetzt, Leute, jetzt sind wir hier am Circus. Guckt mal, kann ja zweimal hier im Kreis fahren. Das ist auch großartig. Ja, es ist auch eine Bridgerton-Location. Und das Ganze wurde erbaut von John Wood. Also John Wood, der Ältere, ja, hat das Ganze hier architektonisch angelegt und geplant. Also eigentlich fast die ganze Stadt zusammen, aber auch mit seinem Sohn. Ja. Also John Wood Jr. hat vieles vollendet. Also zum Beispiel dieses Circus, ja, dieser Kreisbau, hat sein Sohn vollendet. So, ich fahre mal noch eine Runde, weil das ist echt ganz interessant. Wir haben hier noch 5 Platanen in der Mitte. Und die sind nicht fast über 200 Jahre alt. Ja. Und zwar 1820 wurden die hier angebaut. Und die Platanen, ich glaube hier in der Mitte war dann ein Wasserbecken am Anfang, ja, für die Wasserversorgung der Häuser. Hat man dann aber irgendwann beseitigt und dann diese Bäume gepflanzt. Also so viel zu diesem tollen, interessanten Ort. Auch hier viele Leute unterwegs. Wahrscheinlich auch wegen dieser Serie. Ja. So, bin ich Bridgerton-Fan? Und ich kann euch sagen, naja, nein, ne, ich bin kein Bridgerton-Fan. Ich habe tatsächlich die erste Staffel ein bisschen mitgeguckt mit meiner Frau, aber es ist nicht so meins. Ne? Ich habe zu ihr am Ende der ersten Staffel dann gesagt, naja, das ist eine Edelsoap und das interessiert mich nicht so. Und dann hat meine Frau mich gefragt, was meinst du mit Edelsoap, du Sack? Da habe ich gesagt, naja, das ist auf jeden Fall toll gefilmt, ja, gute Kamera, tolles Licht, großartige Location, Production Value. Ja, tolle Schauspieler fand ich. Ja, die meisten haben mir zugesagt von der ersten Staffel. Aber das Ganze ist halt eine Soap. Ja. Wieso Edelsoap? Also eben wegen diesem optischen Look, edel. Und übrigens hier haben wir das Jane Austen Center. So, ich fahre jetzt mal noch geradeaus. So, starke Konzentration, ja, denn ich fahre ja Linksverkehr. Nicht, dass ich mich irgendwann hier vergesse. So, ich muss noch eins geradeaus. 1, 2 und die dritte muss ich rechts rein. Ja, ich fahre hier gerade ohne Komoot, weil der Fahrradverleih für mich leider keine Fahrradhalterung hatte. Blöd, aber ist so. Naja, also Edelsoap und
Ja, und so ist nicht so meins, ne? Weil Schuss, Gegenschuss, Naheinstellung, totale. Dann Bremen die ganze Zeit Probleme, Tratschen. Ach, das ist alles nicht so meins. Und deswegen bin ich dann raus bei sowas. Aber für die Fans, hier ist übrigens auch noch eine Straße, wo gedreht wurde. Und ich glaube, Bridgerton wurde viel im Winter gedreht. Und ich glaube, man hatte hier für diese Aufnahmen, ich weiß nicht, ob es erste Staffel war, 3 Bäume hingestellt. Auf jeden Fall ist das eine tolle Kulissenstraße. Und ihr seht auch hier eine Touristengruppe. Das ist wirklich toll. Und zu dieser sandsteinfarbenen Bauweise komme ich auch gleich nochmal. Es ist eine wirklich sehr schöne Marktatmosphäre. Überall tolle Cafés, Restaurants. Auch in der Woche ist hier viel los, aber nicht übermäßig. Also touristisch ist das schon okay hier. Ja, es gibt Orte, die sind anstrengender. So, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie kann das sein, dass das alles so sandsteinfarben ist? Ja, diese Vater und Sohn, John Wood, ja, haben das tatsächlich so am Reißbrett angelegt. Kann man wirklich so sagen. Und hatten ein finanzielles im Hintergrund oder irgendwie durch Verpachtung und so weiter haben sie Geld reinbekommen und konnten dann teilweise diese Sachen umsetzen in der Fassade. Ja. Im Hintergrund, die Wohnungen und so weiter wurden dann teilweise auch anders gebaut. Aber diese Fassade, ja, guck mal, alles dieser Sandstein. Hätte ich doch ein E-Bike nehmen sollen, ne? Aber komm, dann die paar Steigungen hier. Diesen Hutladen, ja, den besuche ich später. Ja, jetzt fahren wir erstmal hier durch die Stadt rüber zum Holborn Museum. Ja, das ist nämlich auch Drehort von Bridgerton. Und wir fahren jetzt hier einfach so ein bisschen durch die Stadt und schauen uns die mal ein bisschen an. Richtig toll. Guck mal. So werden hier die Fenster gemacht mit so einem Teleskoparm. Ja, aber englische Fenster gehen so von oben nach unten auf. Aber ich glaube, es ist sehr schwer dann. Wie willst du die Fenster putzen? Du musst also mit so einem Teleskoparm das in den meisten Fällen so machen. Tja, also die beiden Visionäre John Wood. Ja, der Grundgedanke ist, dass es hier tatsächlich dass es hier Thermalquellen gibt. Ja, deswegen Bath, Bäderort. Meine Frau dachte lange Zeit, ja, das liegt am Meer, deswegen heißt es Bath, aber es liegt gar nicht am Meer. Und der Ursprung geht wirklich auf diese römischen Bäder zurück. Tatsächlich gibt es hier ein altes römisches Bad zu entdecken. Großartig. Ja, hier in dieser Kirche zum Beispiel ist ein Café. Ja, es ist gar nicht eine Kirche, sondern tatsächlich ein Café, so von 7:30 Uhr bis 15 Uhr das auf. Ah, sehr schön. Tja, und die beiden hatten also diesen Gedanken, ja, dass das Ganze wie so ein britisches Rom, ja, erscheinen sollte. Das war die Inspiration. Und man sieht an diesem Gedanken, dass das wirklich gut funktioniert hat. So, ich muss jetzt hier geradeaus. So. Zack, ich gebe Gas. So. Und fahre geradeaus. Achso, nee, ich muss ja hier hin. So. Will er nicht? Will er nicht. So, jetzt kommt auch wieder so ein Jane Austen Ort. Und zwar hier. Ja, hier hat Jane Austen, die auch nicht sehr alt wurde, nur 41 Jahre, anfangs oder zuerst hier gewohnt mit ihrer Mutter. Also woanders ist sie aufgewachsen. Und als sie das erste Mal in Bath waren, hat sie hier mit ihrer Mutter gelebt. Ja, Jane Austen war eine der bedeutendsten englischen Schriftstellerinnen der Romantik. Stolz und Vorurteil, Sinn und Sinnlichkeit, diese Titel kennt ihr bestimmt. Und sie war Wegbereiterin des modernen Romans, ja, und konnte ihre Geschichten mit leichtem Witz und Ironie erzählen. Romane dieser Zeit waren nämlich oft sehr übertrieben und sie fing den Alltag dieser Menschen ein. So Leute, und jetzt radel ich hier gerade an meiner Ferienwohnung vorbei und ich zeige euch mal einen Blick in die Wohnung. Ja, so sieht's aus, mit grandiosem Weitblick über die Stadt. So liebe ich das.
So, und ich kürze die Fahrradrunde hier mal ein bisschen ab. Ist jetzt nicht so spannend. Ich radel jetzt hier hinten lang und das mache ich, ja, weil es hier hinten einen Kanal gibt. Das möchte ich mir anschauen. Und dann kommen wir zum nächsten Bridgerton-Ziel. Und das ist nämlich wieder ein Drehort, nämlich das Holborn Museum. Und in der Serie ist es die Außenkulisse für Lady Danburys Haus. So, jetzt fahre ich da lang, wo ich auch so ein bisschen Bock drauf habe. Nämlich am Fluss lang fahren. Das ist einfach schön ruhig. Und Bath ist jetzt keine ausgewiesene Fahrradstadt hier in England. Ja, das ist eher Bristol, ja, London ist im Kommen, ich glaube Lancaster und noch ein paar andere Städte. Ja, ich liste die hier auch nochmal für euch auf. Das sind so englische Fahrradstädte oder ja, bekannt für gute Fahrradinfrastruktur. Bath ist es nicht unbedingt, ja. Aber ja, es gibt hier einen ganz tollen Radweg, und zwar die 2-Tunnel-Tour. Ja, die könnte ich euch auch nahelegen. Also wenn ihr hier mal Urlaub macht, ja, Tunnel, ja, 2-Tunnel-Tour. Und ich fahre jetzt nochmal in die Stadt rein. Ich zeige euch noch ein paar Bridgerton-Locations. Und jetzt fahren wir erstmal am Fluss und wir kommen gleich zum Holborn Museum. Leichte Steigung. Aber sehr schön, ruhig, kühle Luft und ich glaube, hier hat es geregnet. Ups. Okay. Upsa, das war knapp. Ah, schöner Weg. Ja, das ist mein Style. Ja, so ein bisschen links, rechts. Und ihr seht, hier geht es runter, da sind die Bahnschienen. Und hier ist so ein kleiner Kanal. Ja, hier sind Hausboote. Und da fahren wir jetzt lang. Und da muss ich immer an Klaus fährt Rad denken. Ja, also wieder schöne Grüße. Ich liebe diese Fahrradtouren, die er da macht. Ja, rechts, links. Mache ich jetzt rechts oder links? Das gilt natürlich auch für die Fußwege und nicht nur Auto und Fahrrad. Aber daran kann ich mich überhaupt nicht so richtig dran gewöhnen, ja, dass ich auch als Fußgänger ja links laufen muss. So schickes Lastenrad. Angler. Aber kein Brompton bisher, oder? Verdammt. Habt ihr eins gesehen unterwegs? Ich noch nicht. Und es ist so, ja, man sieht tatsächlich relativ wenig Bromptons. Also hier in der Stadt, man sieht schon welche. Und auch in Kendal, wo wir vorher waren, da sieht man auch mal ein Faltrad, ein Brompton. Aber also wenn man wirklich viele Bromptons sieht, dann tatsächlich am Zug. Ja. Gestern sind wir als Familie nach Oxford gefahren. Und Oxford, ja, da sind natürlich auch viele Berufsfahrer mit eingestiegen. Und da hatten relativ viele Brompton dabei. Also ich sag mal, wenn alle reingehen in den Zug, ja, haben bestimmt mindestens so 3 Brompton-Fahrer hier ist mal dabei. 2 stiegen aus. Also das war da relativ häufig zu sehen. Und das ist es halt auch. Ne? So diese 16 Zoll Falträder, die sind so klein und vor allem auch leicht. Das ist dann schon praktisch. So, jetzt fahren wir hier so ein bisschen an den Kanälen entlang. Ich muss die Kamera aber mal ein bisschen höher machen. Nicht, dass die mir hier aufs Geländer klatscht. Und der Mann vom Fahrradverleih hat mich auch gewarnt. Ja, pass auf, wenn du am Fluss lang fährst. Hier gibt es oft Glasscherben. Ja, die Leute stellen da Glas oder Flaschen am Rand. Und ja, da kann es Splitter geben. Also passt schön auf. Ja. Gut, jetzt weiß ich nicht, was seine Bumper hier für einen Pannenschutz haben. Auf jeden Fall hat er ganz viel Zeug mitgegeben. Habe ich alles hier im Rucksack. Also nicht nur Fahrradschloss und Co., sondern eben auch Flickwerkzeug. Ja, ein Pinker. Ah, ein schönes Hausboot, wow. So,
Jetzt kommen wir hier an dem Park vorbei. Nördlich. Gestern saßen da 2 Tauben. Es sah aus, als ob die eine da Dünnpfiff hätte. Ich zeige euch mal das Video. So, jetzt kommen wir wieder hoch. So. Ja, dieses Haus hier steht direkt auf dem Kanaltunnel. Wow. Für euch rolle ich hier mal kurz rein, steige ab. Und heute ist es hier total leer. Ja, letztens, als wir hier waren, waren einige Stände aufgestellt. Also hier war wirklich was los. Hier ist ein tolles Café hier um die Ecke. Ja, und das Holborn-Museum ist auch sehr interessant. Ja, es gibt einige Gemälde und auch so Schmuck der Vergangenheit, aber wirklich sehr detaillierte Miniatursachen. Ja, Miniaturschmuck. Auch wirklich ganz, ganz toll gemacht. So, das Holborn-Museum, Bridgerton-Drehort. Da werden wieder die Fenster geputzt. Interessant. Und so kriegt man die Fenster sauber. Deswegen ist es in unserem Quartier so ein bisschen schmuddelig an den Fenstern, weil man da einfach nicht rankommt. Und apropos Jane Austen, also hier, ich glaube Nummer 4, ach komm, wir können mal kurz vorbeifahren. Nummer 4 ist Jane Austen. So Leute, hier radel ich die Great Putney Street entlang im Linksverkehr. Oh, hier links wieder ein Bridgerton-Drehort. Ja, tatsächlich ist das nicht mein erstes Mal im Linksverkehr. Vor 25 Jahren war ich mal in Goa in Indien und da waren wir mit Mofas auf den Straßen unterwegs. Auf der Landstraße kommt selten etwas entgegen, man fährt mittig und hin und wieder kommt eine Kuh daher. Und warum war ich in Indien? Mit Freunden habe ich dort die Doku Last Hippie Standing gedreht. Ja, das ist eine Hippie-Kult-Doku und wen das interessiert, der kann sich diese Doku auf Amazon anschauen. Unter dem Video findet ihr den Link fürs Streamen. So Leute, jetzt guckt mal, wir kommen hier zur Putney Bridge. Ja, das ist das Wahrzeichen von Bath. Denn weltweit gibt es nur 3 oder 4 Brücken dieser Art. Links und rechts befinden sich nämlich Cafés und Geschäfte auf dieser Brücke. Und hier im Zentrum gibt es viel zu sehen. Hier ein Labyrinth, hier das Wehr. Wenn man hier um die Ecke weiterfährt, steht hier das Empire Hotel, auch ein sehr interessantes Gebäude. Ja, und dann radel ich hier an der Bath Abbey vorbei, eine tolle Kirche. Ich fahre also hier wieder in die Altstadt, vorbei an dieser kleinen, schnuckligen Bibliothek und ja, hier ein Platz mit einem wunderbaren Baum. Ja, und die Bridgerton-Fans unter euch werden jetzt sagen, das ist doch, ja, das ist das Geschäft der Schneiderin Madame Delacroix und dieses Geschäft wird für Innen- und Außenaufnahmen bei der Schneiderin benutzt. Ja, und oft liegen Drehorte dicht beieinander. Und gleich hier um die Ecke ist die York Street. Auch die wird als Drehset gerne verwendet für den Hintergrund. Und wenn wir uns jetzt hier perspektivisch etwas entfernen, sehen wir das alte römische Bad. Ja, das ist nämlich eine Ausgrabung und das ist eins der besterhaltenen römischen Überreste der Welt. Aber wer sich für Bäder ansehen nicht interessiert, sondern lieber gern selber ins Nass springt, ja, der kann hier in den Pool auf dem Dach springen. Ja, so macht man das hier.
Liebe Zuschauer, es wird noch ein Video von mir geben, ja, in dem ich euch 3 Ideen für Radtouren in Bath vorschlage. Ich radel jetzt hier zum Fluss und von dort nämlich weiter zu einer alten Bahnstrecke. Ja, da geht es nämlich gleich in den Tunnel. Das ist eine Idee dieser 3 Radtouren. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Martins Bike, Video liked und noch viel besser, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Ja, für 99 Cent könnt ihr das machen. Ihr könnt auch mehr zahlen pro Monat. Und der Vorteil ist, ja, dass ich euch ein paar extra Infos über YouTube Shorts zukommen lasse. Und mir hilft das hier, meinen Faltradkanal weiter auszubauen. Bei Sonne und bei Schnee. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, fahrt unfallfrei mit eurem Fahrrad und bis zum nächsten Video.